Können Sie, eine Frage an beide, an Herrn Pietsch und Herrn Müller, können Sie uns ein kurzes Update geben zu der Wartungsverlängerung von der Business Suite? Vergangene Woche haben Sie ja, die SAP, verlautbart das Datum 2027, 2030, aber es gab eigentlich keine Information zu den anderen Teilen, die ja noch notwendig sind. NEDB und NetWeaver Stack. Können Sie uns da kurz einen Update geben? Ist wahrscheinlich an mich gerichtet. Ich kann Ihnen insofern ein Update geben, dass wir in den nächsten Wochen noch Folgekommunikationen haben werden, weil es, wie Sie richtig sagen, natürlich einige abhängige Produkte gibt. Und seien Sie sich sicher, dass wir das auch wissen und erst einmal das Hauptprodukt kommunizieren wollten, S/4HANA Business Suite. Und wie gesagt, da gibt es in den nächsten Wochen Folgekommunikation zu unter anderem den Produkten, die Sie angesprochen haben. Kurz jetzt vielleicht auch ein bisschen sarkastisch nachgefragt. Das heißt, Sie haben etwas angekündigt und wissen noch gar nicht, ob es funktioniert. Also sprich zum Beispiel, ob Oracle Ihnen die Lizenzen über 2025 hinaus verlängert. Da können Sie sich sicher sein, dass wir wissen, wie das funktioniert. Wir haben uns von der Kommunikationsstrategie einfach so entschieden, weil es so ein wichtiger Schritt ist und von so vielen Kunden gefordert wurde, dass wir erst einmal klar sind, denn man möchte auch kein Pamphlet als Pressemitteilung veröffentlichen, dass wir erst einmal ganz klar die Richtung vorgeben und sagen, die S/4HANA bis 2040, Business Suite 7 2030 und die anderen Sachen kommunizieren wir in den nächsten Wochen. Und noch eine gute Nachricht für die Anwender, wir als DSAG sind in diese Folgeaktivitäten einbezogen. Also wir sind jetzt schon drin. Daher machen Sie sich keine Sorge, es ist einfach, von der Kommunikationsstrategie haben wir uns entschieden, das einfach ein bisschen aufzuteilen. Weil wir wissen, dass es, wie Sie schon richtig sagen, natürlich komplexere Themen sind, die in die Tiefe gehen, aber auch in die Breite gehen, Einfluss haben auf verschiedene andere Produkte und so weiter. Entschuldigung, dass ich Sie jetzt korrigiere, aber intern haben Sie es ja schon kommuniziert. Also der Java und ABAP Stack, da gibt es ja schon eine genaue Roadmap, welche NetWeaver Versionen verlängert werden bis 2030 und welche nicht. Also warum jetzt diese Geheimnistuerei? Ja, ich hoffe nicht, dass es als Geheimnistuerei wahrgenommen wird, aber wie Sie auch in der sehr positiven Resonanz sehen, ist es, wie ich denke, wir ganz gut eingeschätzt haben, ein sehr relevantes Thema. Erst einmal über S/4HANA zu sprechen und Suite on HANA und Business Suite 7 und die anderen Sachen kommen. Wie gesagt, keine Sorge. Es gibt keinen inhaltlichen Disput oder irgendwelche Ungereimtheiten. Es ist einfach eine Kommunikationsstrategie, bei der wir sehr eng zusammen mit der DSAG auch zusammenarbeiten. Aber wir binden Sie auch gerne mit ein, insofern wir das fair für alle machen können, sodass Sie da natürlich auch, sobald es was gibt, sofort Bescheid wissen. Naja, man könnte jetzt ganz schnell die Diskussion ja abschließen, indem man auf die SAP-Node 16.48.48.0 verweist, wo es eine ganz genaue Tabelle gibt, das NetWeaver 7.0 bis NetWeaver 7.5 und welche Stacks und Application Servers im ABAP und Java-Bereich bis 2027 und bis 2030 laufen. Da sehen wir, dass wir schon ganz konkret sind. Wir möchten es dann aber auch damit möchte ich es vielleicht auch belassen, auch realistisch machen. Denn wie Sie schon sagen, es geht nicht nur um NetWeaver, da sind natürlich noch andere Komponenten dabei. Das machen wir so, dass es dann auch für, Sie sind sehr tief drin, das ist sehr schön, ist sehr gut. Es ist natürlich nicht für jeden ganz so einfach, sich in die SAP-Nodes hineinzubegeben. Daher, Sie sind da vielleicht schon einen Schritt weiter als viele andere, aber lassen Sie es uns so kommunizieren, dass es dann für alle auch gut funktioniert. Ist das fair? Ja. Gut. Ich kann den Punkt von Andreas Ortsgrund unterstreichen. Es ist ein durchaus komplexes Thema mit ganz vielen Detailabhängigkeiten und um die Kommunikation zielgerichtet führen zu können, unterstützen auch wir das sozusagen, sich erstmal auf die Kernbotschaft zu konzentrieren und jetzt sukzessive sozusagen die Einzelpunkte durchzudeklinieren. Aber dann ist es genau richtig, auch zu gucken, dass da nicht Sinn runterfällt. Aber von dem Grund stoßen wir da durchaus auf eine Lösung. Okay, danke.